Gut. Dann stellen wir mal die Uhrzeit ein. 9 Uhr, nicht PM, AM. 9 Uhr 35. Haben wir es jetzt gerade? Genau. Bestätigen. Sekunde mal. Warte. Hä? Was ist denn jetzt los? Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Bitte, sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen, und das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellten Uhrzeiten korrekt sind. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Da du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Mach nur, nimm einfach die Uhrzeit, die du willst, selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Alles klar, ich lasse dich jetzt mal weiterspielen. Okay. War das jetzt der Erzähler oder nicht? Das ist die Frage. Mhm. Im Hintergrund richtig so Bürogeräusche einfach die ganze Zeit. Ich versuche gerade mal was. Ähm, Das ist kein Ende, aber ich glaube, dafür kann man auch eine Trophäe kriegen. Also ich versuche ja auch die 100% hier in dem Spiel zu kriegen tatsächlich. Und ich glaube, eine Trophäe ist, dass man jede Stufe der ganzen Regler, die es hier in dem Spiel gibt, äh, einmal durchgehen muss. Das ist, glaube ich, eine Trophäe tatsächlich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das ist eine Trophäe. Ähm, ich würd halt gerne die 100% hier schaffen bei The Stanley Parable. Ultra Deluxe. Genau. For the Trophy.
Kommen so langsam wieder die Geräusche. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. Hä? Alter, ist das wirklich die Trophäe? Nee. Ich mache wahrscheinlich echt etwas falsch. Auch schnell durch die Slider gehen. Ja? Also was meinst du mit schnell?
Gedrückt halten, okay. Ähm, okay. Aber gibt's hier auch einen? Ich weiß gar nicht. Aber dann bin ich doch jeden jetzt durchgegangen eigentlich. Sichtfeld, Kameraempfindlichkeit. Hier die Transparenz vom Dings habe ich. Hier, das habe ich auch gehabt. Deswegen weiß ich gar nicht, was fehlt denn noch? Welchen Regler? Dann weiß ich gar nicht, welcher Regler noch fehlt, ehrlich gesagt. Ja. Hier. Die bin ich auch durchgegangen. Untertitel. Ach, die Größe meinst du? Ne, die bin ich nicht durchgegangen. Sehr klein, klein, mittel, groß, sehr groß. Sprachen auch. Muss man wirklich alles durchgehen? Okay. Ja, hier, das haben wir, ne? Englisch, Deutsch. Wirklich alles. Okay. Zack. Kameraempfindlichkeit bin ich komplett durchgegangen. Den ganzen Regler. Controller, Vibration. Aus. Ein. Sprachen sind wir jetzt durchgegangen. Und aus. Ein. Zack, 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 zack. Ein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt habe ich es bekommen. Jetzt habe ich es bekommen. Nice. Okay. Gut. Hätte ich nicht gedacht, dass man wirklich alles machen muss, tatsächlich. Ja, danke auf jeden Fall. Und noch eine Trophäe bekommen. Willkommen zurück. Dafür, dass ich das zweite Mal das Spiel spiele. Employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push. Das beste Spiel aller Zeiten, muss ich sagen, The Stanley Parable. This is what Employee 427 did every day. Auf meinem PC muss man auch alle Grafikkarteneinstellungen durchgehen. Das hat eine Weile gedauert. Ja, stimmt, das weiß ich auch. Ich habe das auch damals auf dem PC gespielt, das erste Mal. Aber als ich gehört habe, das kriegt auch eine Konsolenversion so mit noch mehr Content, war ich sofort dabei, auf jeden Fall. Also ich finde das richtig innovativ, dieses Spiel. Also das ist... Es ist richtig witzig, das Game. Gestern hatte ich auch gestreamt gehabt und da hatte ich dann dieses Ende, wo man dann bei anderen Spielen ist. Also es gab ja beim PC war das, glaube ich, so, dass man dann auf einmal in Minecraft war oder so. Und hier haben die halt auch sowas wieder eingebaut. Da war ich dann, ja, ich weiß nicht, soll ich das sagen? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Da hatten wir dann, no matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ich bin da einmal durchgegangen bei dem New Content. Und also hatte das mit diesem Springen quasi, mit diesem Kreis des Springens. Das hatte ich und das war's.
Ich würde gerne diese Trophäe hier machen mit der Tür. Das weiß ich halt auch noch. Dann muss man die halt 5-mal anklicken. Aber irgendwie, glaube ich, funktioniert das nicht, weil diese Tür 416, das ist ja diese New Content Tür eigentlich. Da. Das ist halt das Doofe. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie ich das kriegen soll. Wahrscheinlich muss ich irgendwann hier die gespeicherten Daten löschen wahrscheinlich irgendwann. Um diese Türen-Trophäe zu kriegen, denke ich mal. Also bis jetzt sehe ich noch keine andere Möglichkeit. Tatsächlich. Weil ich habe die Tür gibt es ja trotzdem noch, bloß sie ist ja jetzt in diesem Content-Gang da. Aber ich habe das probiert, das geht nicht mehr. Ja, also ich will auch erstmal weiterspielen. Also bevor ich die Daten da lösche oder so, will ich auch erstmal weiterspielen. Es gibt noch ein paar Enden, die ich noch nicht gemacht habe. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Aber ich weiß gar nicht mehr, was es noch für Enden gibt tatsächlich. Ich weiß, ich habe auch richtig viel vergessen vom Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, dass man hier reingehen kann, aber ich weiß halt nicht, ob das ein Ende ist. Weil ich war da halt irgendwie, glaube ich, gestern auch drinne. Und irgendwann hat er aufgehört zu reden. Und dann bin ich rausgekommen und dann meinte er so, der zweite Spieler. So. Was auch ziemlich witzig war. Aber ich weiß halt nicht, ob das ein Ende ist. Deswegen. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ja, das Broom, ich weiß, ich war hier gestern auch drin und da meinte er halt irgendwie, ja, das Broom Closet Ending und sonst was. Und dann hat er auch irgendwann später gesagt, ja, ich rufe dann mal jemanden, bevor deine Leiche hier anfängt zu verwesen und sonst was. Das aber es hat halt, wahrscheinlich war ich nicht lang genug drin hier. Aber ich war locker, weiß ich nicht, gefühlt 5 Minuten hier drin. Ich habe das Ende wahrscheinlich dann nicht bekommen, also ich... Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. You do realize there's no choice or anything. Also ich weiß es nicht. Er sagt halt irgendwann, ja, das Broom Closet Ending und sowas. Also er redet auf jeden Fall irgendwann davon. Ja, okay. Aber ich fand's auch cool. Das kannte ich halt auch noch, dieses Broom Closet Ending, in Anführungszeichen. Das kannte ich halt auch noch und deswegen wollte ich da halt mal reingehen. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, ich weiß tatsächlich aber gar nicht mehr. Ich weiß, es gibt noch eine Trophäe, wenn man das hier unter 4 Minuten 22 beendet, das Spiel. Wobei ich mich halt frage, die Tür ist neu. Wobei ich mich halt frage, wie ich das halt in 4 Minuten 22 hinkriegen soll, so schnell. To be rich is a crime, to commit crimes isn't rich. What a life it would be to have a pig, just one. Nee, tatsächlich nicht. Ich war da ganz kurz einmal bin ich da reingegangen. Da habe ich halt auch diese Tür gesehen, 416, aber dann bin ich da wieder rausgegangen. Kann man jetzt hier was machen oder nicht?
Aber ich will auf jeden Fall wieder reingehen. Ich gehe da auf jeden Fall, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier kein weiteres Ende finde, dann gehe ich da auf jeden Fall gleich nochmal rein. Aber das war, der Raum hier ist neu auf jeden Fall. Also, für mich jetzt neu in dem Playthrough hier. Ich glaube, in der PC-Version damals gab es diesen Raum hier ja auch. Aber ich glaube, man kann hier echt nichts machen. Genau, der war auch im Original. Also das Badezimmer, da war auch im Original. Aber das gab, glaube ich, gab es nicht einfach. Ich weiß halt auch nicht, ob es bei diesem Employees Room, also bei diesem Mitarbeiterraum, wenn man die Tür rechts nimmt, ob man, da kann man ja auch richtig lange rumsitzen und einfach nichts tun. Bei diesen Nichtstun Sachen stelle ich mich halt immer richtig schwer, weil ich weiß halt nicht, ich kann halt nicht einschätzen, ist das jetzt wirklich was, ist das oder verarscht das Spiel nur ein. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Hä? What dark Diesmal macht er ja secret gar was nicht die being Tür held sofort from auf him? hier. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping 2845. from him. And so the Oder? boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ja, deswegen geben wir auch 111 ein, ne? Diet. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Two, 845. So, hängen geblieben. Da sind zwei Objekten hängen geblieben, 10 Minuten auf den Erzähler gewartet. Panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. Wow. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Ja, nice. Ja, ich musste das gar nicht drücken. Nice. Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist halt, jetzt kommen wir zu diesem Mind-Control-Raum. Und da habe ich schon beide Sachen gemacht eigentlich. Den Strom angemacht und den Strom halt ausgemacht. Also also die Maschine halt angemacht, dieses Mind-Control-Ding und wieder ausgemacht. Deswegen weiß ich gar nicht mehr. Gibt's hier glaube ich gar nicht, oder? Ich hab halt gar nicht mehr so viele Descending Endings im deeper Kopf. into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more Ja, da war free ich to auch think schon. for Und dann himself, kommt man in to dieses question the Museum nature of his quasi. job. Why did he feel this now, when for In years dieses it had never du meint das occurred to him? Escape-Ende, ne? This question would not go unanswered for long. Du meinst das Escape-Ende. Das habe ich halt auch schon gemacht. Stanley walked straight ahead through the large door that read Aber Mind Control Facility. hä? In den Fahrstuhl auch zurück? Stimmt. Der fährt auch nach oben. Daran habe ich gar nicht gedacht. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Das habe ich voll vergessen, that's a stimmt. great question. I just can't wait to find out. Ja, cool.
Jetzt geht der Fahrstuhl gar nicht mehr. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. Ja, und jetzt? Nochmal in den Fahrstuhl rein, ne? Tatsächlich, der geht tatsächlich wieder runter. Ja, nochmal da zurück. Ich will ja woanders hin. Bitte. Oh. Was ist, wenn ich jetzt 2, 8, 4 und 5 eingebe? Wieso ist es jetzt falsch? Da muss ich wieder in den Fahrstuhl zurück, ne? Oder? Ich weiß das nicht. Es gibt bestimmt noch was anderes, was wir mit dem Zahlending hier machen können. Mit dem Zahlenschloss. Hallo? Ja, teils, würde ich es machen wollen. Also du kannst, ja, ist schwierig. Also du kannst, so wie jetzt halt, das mit dem Fahrstuhl fand ich ganz cool. Ähm, Jetzt weiß ich es halt nicht. So, jetzt weiß ich halt nicht weiter. Kann man nur wieder drunter oder nicht? Also ich würde es halt teils selber entdecken wollen. Bei dem New Content zum Beispiel, also wenn ich halt zu dem New Content gehe, dann würde ich halt nicht gespoilert werden wollen. Aber hier, das hier kenne ich ja eigentlich schon. Weil das ist ja vom Originalspiel. Ich glaube, man muss dann wieder runter. Also denke ich halt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass man dann... Doch, ich glaube, man konnte einmal... Ich weiß nicht, es gibt doch, glaube ich, auch ein Ende, wo man wieder einfach zurückgeht, oder nicht? Oder bin ich da falsch? Dass hier nichts ist, das wundert mich. Okay. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Also, ja, also du kannst mir Tipps geben, würde ich sagen. Tipps geben. Das finde ich gut. Sowas wie, kannst du noch ein paar Mal mit dem Fahrstuhl fahren, das ist ein guter Tipp. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Dann fahren wir wieder hoch. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. To go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Oh Mann, ey, die Spannung bringt ihn um.
Gibt es aber, das weiß ich halt nicht, gibt es halt noch dieses Minecraft-Ende? Weil, ich hatte, nämlich... Hä? Oh my god. It's the boss's office. Mit dem Sound. This Bam, absolutely bam, changes everything for bam. me. Give me a time out here for a minute while I process this. Ja. Okay, das kenne ich gar nicht, tatsächlich. Kann es sein, dass sie auch manche Enden ein bisschen abgeändert haben? Weil zum Beispiel dieses Minecraft-Ende... I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time to process. Weil dieses Minecraft-Ende, das wurde, glaube ich, auch durch Firewatch und Rocket League ersetzt. Kann das sein? Ich wollte mir auch mal so einen Trinkvogel holen, ehrlich gesagt. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Was hat er gesagt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das habe ich tatsächlich in der neuen Version tatsächlich noch nicht gesehen. Das mit dem Vogel jetzt oder das mit Rocket League und Firewatch? Of course. Going back down in the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale. Auf der PC-Version war das halt damals mit Minecraft, das weiß ich halt noch. Und hier ist das jetzt, glaube ich, halt mit Firewatch und Rocket League. Wenn ich das jetzt, wo man dann, wo man dann auch mit dieses Baby, ja, also wo dieses Baby von rechts nach links ins Feuer geht. Und man muss ja immer wieder diesen Knopf drücken, was halt, wo die Sounds halt richtig ätzend sind. You know what? I've just thought of something. Genau, Minecraft und Portal, richtig, ja. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Auf Portal hätte ich mich halt auch gefreut, ehrlich gesagt. It's so precious, und Minecraft, aber so die sind hier, glaube ich, nicht. Elevator ride nice and slow. Ich weiß, dass... Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want Wann kommt eigentlich die Michael Bay-Version von Stanley Parable? From the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Ja, moin. Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Which is why... Oh, I didn't know when to spring this on you, but, well,
I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your War das nicht so, storytelling and dass your der life. Fahrstuhl durch die Yes, Decke I geht know sogar? you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people Nee, who've been oder? following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Oh good, we're here. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Okay, nochmal den Fahrstuhl kann ich nicht. Ja, nice. Jedenfalls, was ich noch zu Ende erzählen wollte, ist, genau in der PC-Version war es halt Minecraft und Portal. Und hier war es halt Firewatch und Rocket League. Was auch cool war, aber ich hätte halt auch gerne wieder Minecraft und Portal gesehen. Und bei diesem, wenn man das erste Mal in dieses New Content Areal geht, also nicht dieses New Content, sondern das mit diesem, wo man springen kann, wenn man X drückt. Da gibt es ja auch Fotos und all sowas später. Und da war auch ein Foto von Minecraft und Portal. Deswegen habe ich das auch gesehen. Ja. All eyes on Stanley, live on stage. Most healthiest human being, all tricks revealed. How we did it, the pyramids. Live, the guy who went to Mars. Alter. Storyteller. Warte, das... Ich wünsche mir irgendwie so einen Zoom-Button. Das wäre ganz nice. Oder warte mal. Storyteller. Stanley reveals all his new books. Okay, das ist ja richtig eingeschränkt jetzt. Warte mal. Ja. World Peace Baby. An evening with... Okay. Door stage. Yes, here it is, just through this door. Was haben wir da noch? The Stanley Parable tonight, live on stage. A Q&A with world's first sentient machine. Doing great. Alexander the Great. Alter. Alright, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling, and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Der wird mich Okay, pranken. it looks like they're Safe ready call. for you. Go get them. Das sind gar keine Leute. 100% da sind keine Leute. 427. Reicht ja nicht so ein Papier oder so, ne? Das müssen halt mehrere sein. Haben die sogar Desktop Backstage. Ja, die haben sogar den Pfad. Vorher die Bilder kommen da drauf. Can you remember where you came from? Your coworkers. Alter! Die Coworkers. Break a leg, champ. Your boss. Leg? Ja, Alter. Thanks for showing me that cool skateboard trick in the parking lot. You're cool. You're too cool. Good luck on stage.
Rock on. No one tells stones the way you do. Ach, Stories. Okay, no one tells stories the way you do. Go get them, Tiger. Hä? In der PC-Version ist es auch Firewatch? Okay. Stanley. Dead Age Story. Vielleicht habe ich das Minecraft-Ende dann noch nicht gefunden, ehrlich gesagt hier. Ich habe halt gedacht, wenn man halt die Tür rechts nimmt, und dann diesen Heavy Lift, wenn man darauf geht und dann auf dieses Geländer raufspringt und dann immer in die blaue Tür reingeht, dass man dann Minecraft kriegt tatsächlich, dieses Minecraft-Ende. Alter. An audience with the dude who came up with pizza. Alter, nice. Ja, moin. Down, then up, down, then up, down, then up, down, up again. Ja, Stanley konnte den Druck nicht standhalten. Ist sonst ein Latschen gekippt. Stanley simply couldn't handle the pressure. Ich glaube, die haben das wirklich in der Ultra Deluxe ersetzt. Im Original ist das noch Minecraft. Ja. Aber Minecraft war doch da, wenn man durch diese blaue Tür geht, oder? Also immer und immer wieder durch die blaue. Oder bin ich da falsch? Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Okay. Eventually, someday, they would arrive. Ich frage mich, warum die das ausgetauscht haben mit Minecraft. Vielleicht, weiß ich nicht, weil es jetzt zu Microsoft gehört, Minecraft. Und das hat dann schon genug Fame vielleicht, Minecraft. Now it's even closer. Here it comes. Vielleicht haben die es deswegen ausgetauscht, um halt einfach Indie-Sachen zu pushen. Keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren, halt, warum die es ausgetauscht haben. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. Was halt die Beweggründe der Entwickler waren, um halt Minecraft rauszunehmen zum Beispiel. Ob die halt wirklich sagen, ja, Minecraft hat schon genug Fame, wir pushen lieber sowas wie, keine Ahnung, Rocket League. Ja, stimmt halt auch. Rocket League ist ja jetzt auch ziemlich groß geworden, ne? Und Firewatch, ja. Dann weiß ich nicht, oder? Vielleicht, weil die keinen Stress mit Microsoft haben wollen. Vielleicht will Microsoft das ja nicht, dass Minecraft da hier erwähnt wird oder so. Genau. Ja, genau. Portal, ja, weil es halt auch auf der Source Engine lief, ne? Portal, genau. Und Minecraft, ja, vielleicht weil die halt wirklich keinen Stress mit Microsoft haben wollten. Das könnte halt wirklich sein, ja. Ja, okay, komm.
All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Hat Minecraft auch noch nicht zu Microsoft gehört? Genau, deswegen ja. Es gab, genau, hier. Das hat sich resettet. Ich hatte schon 2 Balken davon. Warum hat sich das dann resettet? Oh Mann. Das hat sich wirklich resettet. Ich hatte schon 2 Balken bei dem PC davon. Was hat sich resettet tatsächlich? Ich weiß halt nicht, was es noch für Enden gibt tatsächlich. Ach, weißt du was? Wir gehen mal in dieses New Content Ding. Oh good, you noticed my sign. Yes, I have something very exciting Da to hier, show die you. Tür funktioniert nicht. 416. Ja, komm. Dann mach mal, Kollege, Erzähler. Das Ende mit dem Telefon habe ich halt auch schon gemacht, sogar beide. Einmal, wo man den Stecker zieht und einmal, wo man das Telefonat entgegennimmt. Bis jetzt hat sich ja nicht viel geändert. Ja, naja, Content, let's go. I've been reflecting on the Stanley parable Hype, and hype, about how hype, hype, roundly hype, hype, disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. Echt mal. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ehrlich jetzt? Wird's wirklich einen zweiten Teil geben? Das wäre zu krass. Wenn es wirklich einen zweiten Teil geben würde. Wenn dieses Spiel wirklich einen zweiten Teil kriegt, das wäre zu krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war echt schön, muss ich sagen. Echt mal, das Original war viel besser, da gab es auch Minecraft. Yes, you see? Isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Ja, 427. Bilder. Ja, moin. Das ist ja ein ganz bestimmter PC. Hust. Hust. Mit einem Birnenlogo. Investors Showcase. Oh, das heißt, das Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does Taste it the even sequel, mean? Alter. But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ja, vielleicht kann man im zweiten Teil dann wirklich mal selber springen. Alter. Achso, die Fotos als so jetzt digital oder was? Okay. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus.
Graphically improved auf jeden Fall. Ja, okay. Komm. da, da haben die sich selber raufgepackt. Ein Rabe. Eine Crow. Wegen Crow Games haben die sich selber raufgepackt. Auf die ganzen Laptops und so. Ah ja. New content is out. New content part 2 is in. Old plus busted. New hotness. Ja, die haben sich wirklich da selber drauf gemacht. This is my second cup. Okay. Wegen Stanley Parallel 2, Second Cup, alles klar. TSP, Better TSP. Shifting Brick and Mortar Approach. Develop Client Marketing, the color red. Und wenn es einen dritten Teil gibt, dann steigt er dann, der dritte Teil ist dann schlechter als der zweite. Dann geht's wieder downhill. Dann geht's wieder abwärts. Ja. Achso, und dieses Adventure-Line Ende hatte ich zum Beispiel auch. Da, guck mal, The Stanley Parallel 3. Also, die haben aber echt gute Ideen. Da mit römischen Zahlen. Dann in so einer Classic-Schrift. Ein ganz fancy Design. Und dann eine 3. Thanks for attending my meeting. Okay. Achso, das Stanley Parable 2 mit der römischen Zahl, ist das Mafia 2? Oh, warte, dann das. Oh, dann muss man kurz überlegen. Das ist wahrscheinlich Mafia 2. Das da drunter. Ähm, die, die 5 ist wahrscheinlich Resident Evil, oder? Nee. Oh, die 4 weiß ich gar nicht. The Beginner's Guide. Den Beginner's Guide kenne ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Und was ist die 4? 4 weiß ich ehrlich auch nicht. 2 ist The Beginner's Guide. Hm. Ist auch ein Spiel von dem Entwickler vom Original. Okay. Ich weiß, dass die Entwickler Crow, dass die auch so ein VR-Spiel gemacht haben. Accounting heißt das. Und das ist halt auch ziemlich mit Humor. Das ist so ein, weiß nicht, ja, geht jetzt so in die Richtung von Rick and Morty, würde ich sagen, der Humor.
Ich freue mich aber auch schon auf das andere Game, was ich dann nach The Stanley Parable spielen wird. Das wird The Nonary Games, so heißt es, sein. Also nein, nein, nein. Das ist auch ein Entscheidungsspiel. Ja, mit verschiedenen Enden. Ich mag solche Spiele, ehrlich gesagt. Stanley Parable 2, einfach zwei Leute. Zweimal Stanley. Zweimal Stanley, double the fun. Einfach so ein Zwillingsbruder. Der heißt aber Stanley 2 einfach. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Das wäre krass, Stanley Parable Koop, Alter. Das wäre eine massive Innovation für das Spiel. Das wäre ja noch krasser als Springen. Dass man eigenständig springen kann. Am besten gibt es dann bei dem Koop-Spiel auch noch so Enden, wo man sich gegenseitig umbringen muss, einfach. Oh, Sequels are good. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City in Klammern. Original Sin kenne ich. Doom ist klar. Divinity Original Sin. Das sagt mir was, aber ich kenne die Spielereihe nicht. Aladdin 2, Return of Jafar, Dark Souls 2. Aladdin 2, Return of Jafar kenne ich auch nicht, das Spiel. Also zwei der Spiele kenne ich nicht, die da sind. Also von dem Aladdin-Spiel habe ich noch nie was gehört, aber das Divinity Original Sin habe ich schon mal was von gehört, aber habe ich jetzt gerade kein Bild zu im Kopf. The Prequel of Stanley Parable. Was? The Prequel? The Sequel to? 2 is the sequel to the Stanley Parable is the sequel to the Stanley Parable 2. Is the prequel to the Stanley Parable 2. Is the sequel to the Stanley... Okay. Ja, okay, jetzt check ich das. Steht, the Stanley Parable is the prequel to the Stanley Parable 2. Is the sequel to the Stanley Parable. Valued investors. Oh ja. This way to the show floor. Bilder. New content. Ja, ne, zur Not machen wir einfach Cyberpunk. Zur Not machen wir einfach den Cyberpunk. Hier ist das, Alter, MAN, ist das ein Sponsoring? Sind die gesponsert von MAN? New Features. Also schon cool gemacht alles, muss ich sagen. The Stanley Parable 2. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ach, ist das jetzt so eine... Ja, das ist die E3, ne? Nur für Stanley Parable. Die Stanley Parable Convention. Hear your name in the game. Hä? Okay. The button that says the name of the player that is playing the game. Ist das geplante Sequel zu dem Will Smith Film? Ach so.
den habe ich leider nie gesehen. Den, ich habe nur die Backpfeife gesehen, die Will Smith verteilt hat bei den Oscars. Soll das Stanley sein, die Figur? Oha, ey. Ja. Aber ich will das mal ausprobieren. Ja. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Da bin ich mal gespannt. Wonderful. Ja. Und ich werde... Too big, too small, just right. Ja, stimmt eigentlich. Just right. Das funktioniert doch eh nicht, oder? Das ist wirklich überall drauf. Ja, okay, try it here. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Ja, Jim. genau. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that natürlich. is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience Role-play of as this feature. Jim. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Warum nicht I Jeff? want you to imagine yourself My living name as is Jeff. Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If Ja. so, then please step Ich bin forward Jim and press Knopf, the alles button. klar. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too Ja, weiß ich emotionally nicht. drained from all of this personal validation. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Wow. Was soll denn das jetzt? Ich war richtig in meiner Rolle als Jim. Als Jim Knopf. Schade, ich habe gedacht, man kann da einfach hingehen. Aber so das alternative Ende, einfach ein leeres Universum. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would Steht da actually auch save me the hier, work of Jim finishing in this the game. feature. Exclusive, the button that says Jim. That's Jim. Ah ja. No screenshot, please no screenshots, okay. Erstmal einen Screenshot machen. Ich kann trotzdem welche machen. Red is the new orange. Ja, ja. Hey, hier habe ich irgendwie voll Rückkupplungsgeräusche. The baby is all grown up. Nice. Davon mache ich auf jeden Fall Screenshots. To rate more of the same, but in a good way. New feature, new content, new ideas. Der
Der Knopf, der den Namen des Spielers nennt, der das Spiel spielt. Sprungkreis. Unendliches Loch. Was? Ja, das Baby von diesem Minispiel, wo das immer ins Feuer läuft. Und dann, das ist jetzt erwachsen geworden. Alter, Merch. They're back, 2 doors. Also die 2 Türen sind zurück. Nice. Warte mal, wo geht's denn daran? Büro, Dekoration, der Stanley Parable, Beruhigungseimer. Okay. Der Knopf, den Namen des Spielers sagt, ja. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Kann ich die jetzt wirklich halten? Tatsächlich. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? Mm-hmm. All this and more await you in the Stanley Parable 2. Alter, das Stanley Parable 2 hat ja richtig viele Features. Nice. Also die Animationen, die erinnern mich richtig an Garry's Mod, aber Garry's Mod ist ja auch mit der Source Engine gemacht worden, deswegen vom Eimer jetzt auch die Animation. Ich muss da irgendwie, bei Garry's Mod, da gibt es ja so eine Katze, die ja eine Schusswaffe ist. Und wenn man die krault, dann lädt man ja nach. Daran muss ich denken, irgendwie, wenn der Eimer sich so bewegt. Keine Ahnung warum. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Stimmt, das ist mit der Unity Engine gemacht worden. Aber das Originalspiel ist mit der Source Engine, oder nicht? Gibt's hier eigentlich noch was? Genau, das Original ist mit der Source Engine. Viele Spiele sind ja damals mit der Source Engine gemacht worden. Hä? Die Tür war vorhin noch nicht auf, oder? Naja, ich gehe erst mal zu den anderen Sachen. Ah, ne, einmal kann ich nicht mehr ablegen, oder? Ja. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with?
Get well someday, auf jeden Fall. Ach so, das darf ich jetzt gleich entscheiden, okay. Auf jeden Fall get well someday. Weil irgendwann... Oder? Happy 12th Birthday Step Niece. Step Niece? Warum das denn? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy Ach, 12th komm. birthday, step-niece it is. Warum? Toll. Ja, genau. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Toll. Toll gemacht, Erzähler, toll gemacht. Dir ist es gleich passiert. Ja, kannst du mal sehen. Hä, was ist das? Infinity Hole. Ah. Das unendliche Loch, ne? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Warum macht das jetzt zu? Dann gehen wir später mal runter. Noch will ich nicht unendlich fallen. Diese Eimergeräusche, ne? Der Jump Circle, er ist einfach zurück. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. Aber das ist You keine already Sprünge, ne? spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Ja. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Och, Algengrütze. Nur weil ich schon alle Sprünge verbraucht habe. Bitte, gib mir noch mal ein paar Sprünge, bitte. Bitte. Ich brauch's. Expo Hall. Jump Circle. This map. Ah, okay. Free Trophy. Da muss ich hin. Wo ist Q? Button that has the name of the player. Genau, Merge, Settings, World Champion. Alter, hier gibt's ja richtig viel Zeug einfach. Danke für den Follow, Don. Ausgang, Sprungkreis. Wow. Collect them all. Hä, was denn? Wie collect them all? Kann man hier irgendwas finden? Sag mir jetzt nicht, man kann solche Figuren finden. Can you find them all? Collectibles. Da will ich nicht reingehen, ehrlich gesagt. Ja, danke, Don.
Dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Ich werde auch tatsächlich nicht mehr so lange machen. Komm, gehen wir mal da rein. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, Ja. you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will Ja, be moin, no was ist denn reward jetzt for los? collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Erstmal ein Screenshot machen. Hä? Alter, was ist aus dem Spiel geworden? Das ist Stanley Parable. Krass. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Hä, also gibt es jetzt wirklich 6 Stück davon? Wo sollen die sein? Oh, da habe ich mir echt einen falschen Zeitpunkt ausgesucht, um das Ende zu spielen. Get yours right now. Pull the lever, receive your new trophy. No more steps. Bilder. Now here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes. You see, Yeah. you'll come to this lever, and when you pull it, the trophy will be given to you. It's as simple as that. Das wäre nett von dir. Bilder. Warum ist der Erzähler so nett auf einmal? Okay, perhaps I should have clarified. This is Natürlich. technology that will exist. Right now, Ach the trophy komm. is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been Bitte. uproariously demanding Bitte. this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Nein, komm schon. Ich brauche die. Sonst kann ich das Spiel nie beenden. Für den Run. Als ob. Wahrscheinlich muss ich hier erst alle Figuren sammeln und dann hier zurückkommen. Bestimmt. Ich glaub dran. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ich frage mich halt, wo die anderen Figuren sein sollen. Es gibt bestimmt wirklich hier 5 irgendwie versteckt oder so. Come now, you've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. Och Mann. Near. Neu, new. Ja. Ausgang? Nee. Zum Ausgang will ich noch nicht. Als ob, es gibt doch bestimmt wirklich 6 dieser Figuren hier irgendwo rumliegen. Oder 5 jetzt halt nur noch. Oder es ist halt wirklich nur 1 von 6 und damit bleibt's auch.
Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Alter, dass ich den einmal ganz Zeit dabei habe, ne? Das ist halt echt. Okay, ich hab schon gedacht, da wäre was. Mann, ich würde es echt gerne wissen, ob es halt irgendwie noch mal so eine Figur gibt oder sowas. Ja, kann man nicht öffnen. Hm. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Ja, nice. Wow, die Trophäe habe ich jetzt auch nicht bekommen. Jetzt haben wir nur noch das unendliche Loch, ne? Gehen wir nochmal, versuchen wir nochmal. Einmal will ich es noch versuchen. Bitte. Ich will die haben. Die Trophäe. Komm schon. Jetzt komm. Bitte, jetzt komm. Gib mir die Trophäe, bitte. Ach Mann. Komm, dann gehen wir nochmal in diese... Oder? Das habe ich noch irgendwas übersehen. Also bevor ich in das unendliche Loch springe, will ich lieber alles machen hier. Nachher habe ich irgendwie was vergessen. Jump Circle, this map, Free Trophy, the button, ja. Merge, ja. Settings, World Champion. Wo soll das sein? Bucket, ja. Office Decoration, das hatten wir schon. Epilog hatten wir auch. Collectibles. Infinity Hall. Ja, da haben wir nur noch das Infinity Hall und dieses Settings-Ding, weiß ich noch nicht. Da muss ich noch mal kurz gucken. Ne, okay, dann springe ich da halt jetzt. Und wo geht's da hin? Einstellungsweltmeister. Hier war ich noch nicht. Ah, I can see you've gotten the Settings World Champion trophy. Well done. Ehrlich You've jetzt? experienced every setting. Traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So just for you, in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting. Something called Bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I know that you'll be able to adjust it on some sort of slider and that it'll be accessible from the settings menu. We'll sort out the rest of the details later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. Hä, heißt das jetzt, ich habe eine neue Einstellung freigeschaltet oder wie? Da, tatsächlich.
Was bringt das jetzt? Hä? Okay. Gar nichts. Ah ja. Nice Einstellung auf jeden Fall. 1000? Ja, komm, lass mir mal auf 1000. Ich glaube, die Figuren gibt's echt nicht, ehrlich gesagt, zum Sammeln. Und ciao. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I Ja, do say genau. so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Nee, Do lass it mal. on the sooner rather than later spectrum of things. Ja, wir machen das. Wir bleiben hier ein bisschen. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to walk up to the top of the hole and we can move Mostly on. infinite I'll just ist be nicht. up here when you're ready. Ist nicht infinite. Ne, du musst das einfach nur Deep Hole nennen. Mehr gibt's nicht. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh.
Did the hole seem even shorter to you this time? I Irgendwie couldn't help schon, but ja. feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? Okay. I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. Das war echt gut I'm gemacht starting to jetzt. become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my life has come to haunt me. Not only is... How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the Der funktioniert nicht, der Knopf. teleport button not working? Nee. You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Wow. Take care, Stanley. I hope Hey. you and the hole have a wonderful rest of eternity. Bitte. Nein. Ach komm, Algengrütze, bitte. Bitte komm zurück. Aha. Let's go. Ändere deine Perspektive. Cool. Bam, bam. Dun, 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 dun. My head's stronger. Now you're no longer using up the space of mine.
Was ist da los, Alter? Hä? Ja, nice. Puppies. Ja, genau. Ja, nice. Schickes Strandbild. Ja, genau. Alter, was ist denn los in diesem Spiel? Jetzt bin ich durch, ne? Komm, wir behalten die Puppies. Okay. Stanley? 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 Oh good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for everything. Das war richtig cool, muss ich I sagen. don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Und wieder runter, komm. Wieder runter, wieder runter, wieder... Oh. Hä? Here we are. Go on. Try out some of the new features. Wie New Features? Ich habe doch schon alles gemacht jetzt. Oder nicht? Kann ich den einmal eigentlich zurücklegen? Nee. Ist ja die Frage, kann ich jetzt nochmal die Figur holen? Nee. Kann ich nicht.
Wow. Das funktioniert halt wirklich nicht. Ich habe gedacht, das funktioniert tatsächlich. Dann war's das wahrscheinlich, ne? Wie die Schilder sich auch ändern. Größtenteils unendliches Loch. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ja. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Erstmal ein Foto machen. Ein Screenshot. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Alter. Hä? I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Ja, aber das ist eh schon was passiert ist mit dem Ultra Deluxe Ding. Really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Als ob da jetzt das Stanley Parable 2 steht einfach. Als ob. Das erinnert mich richtig an Control oder so. Als ob, ey. Ah ja. Alter, das Spiel ist echt krass, ey.
This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Yeah. And then one day, something very peculiar happened. Stanley Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Als ob. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Die ganzen Ballons hier No sind, matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Der Eimer. Stanley picked up the bucket. Input. Nice. Oh, 416, die Tür ist wieder da. Meine Chance. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Click a door 5 times? Is that all you think a trophy is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks? I suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Are you feeling it, Perhaps Mr. 50 Krabs? clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. 50 Klicks. No. I'm still not feeling it. I want this trophy to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the Wo sind cost. die Untertitel? Why don't you put 20 bucket touches into door 417? Mit dem Eimer, okay. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Okay, 19. great. Now, go touch the bucket on door 437 a few times. Yes, now we're getting somewhere. How about door 415? Give it some bucket love. Eimerliebe. Now back to door number 437. You know, I think the copy machine needs some attention. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. I'm really feeling it, Mr. Krabs. Okay, now bring the bucket on top of employee 419's desk. Yes, this is great. Now the bucket knows exactly what it's like to be employee 419. Now, let's introduce it to door 416. We've almost got it. Now make the bucket and the copy machine touch again. Ja.
Finish it off, Stanley. 5 touches of the bucket on door 430. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! We did it! Alter, ich habe Trophäe bekommen, tatsächlich. You know, not all buckets will get this kind of experience. Nice. Cool. Wir haben es geschafft. Mit dem Eimer. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ich weiß ja nicht, ehrlich gesagt. Aber komm. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Okay. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. Ja. And he knew it. The two of them were inseparable. Mein bester At this Freund point, Eimer. Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Oh mein Gott. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Alter. Ich glaube, das wird aber das letzte Ende sein, was ich mache. Danach würde ich den Stream wieder beenden. Tatsächlich. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. The bucket is here. The bucket is here for us. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Mm-hmm. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Oh Mann, ey.
Als ob der Eimer irgendwie Gefühle hätte. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? Ja, fast ist er viel schneller runtergekommen. Furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Genau. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. High five in a cool way. Ja. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Machen wir. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and to... What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Der Eimer hat uns verraten, oder wie? Oha. All of his co-workers were gone. What could it mean? Hä?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply... Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Dummer Eimer, du. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Nö. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And So. here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Ja, wir bleiben jetzt hier mit dem Eimer. Truly, being here with the bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right. Then walking to the lounge. Then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Zack. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. But finally, the bucket was done being in the lounge, and they took the first open door on their left to get back to business. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Nice. Okay. Aber das war's, denke ich jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal wieder aufhören. Genau, ich werde jetzt erstmal wieder aufhören. Die Fortsetzung ist jetzt pausiert. Zurück zum Menü. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, denke ich. Alter. Zu The Stanley Parable 2.